Tag, Mariana. Heute nun der dritte Teil vom Besuch bei Andrea in ihrem Fischkeller. Und erstmal vielen Dank an euch alle für die vielen Likes und die super netten Kommentare. Wir freuen uns riesig, dass die Videos so gut bei euch ankommen. Und Andreas Anlage ist auch in meinen Augen auch vom Allerfeinsten. Darum gibt es heute zwei weitere Einblicke. Diesmal geht es um ein durchdachtes Filtersystem per Druckdose und Luftheber und Andreas geniale Luftheberreinigungsidee. Also, lass uns starten. Dieses Gebilde hier, liebe Andrea, hat mich absolut umgehauen, schon als ich das erste Mal bei dir war. Das ist ja eine Druckdose Deluxe. Solche Hähnchen habe ich zuvor auch noch nie gesehen. Die kommen nämlich aus dem Pneumatikbereich und ich denke, die sind für viele von euch auch unbekannt. Gleich nach meinem ersten Besuch bei dir habe ich diese Hähnchen gesucht, gefunden, bestellt und auch Druckdosen gebaut. Allerdings gibt es von diesen Hähnchen verschiedene technische Ausführungen, zum Beispiel Abluft- und Zuluftdrosseln, so nennen die sich nämlich. Und es ist nicht egal, was man nimmt. Richtig für die Anwendung sind hier nämlich die Abluftdrosseln. Die anderen, die Zuluftdrosseln, schließen nämlich nicht dicht, wenn man sie so verwendet, wie wir das hier gebrauchen würden. Und ich habe das leider selbst durch eine Fehlbestellung herausgefunden. Und weil es so viele gibt und ihr bestimmt danach fragen werdet, gibt es unter diesem Video die Artikelbezeichnung und die richtige EAN-Nummer. Nur den Shop müsst ihr selbst suchen, denn es sind auch keine Aquaristik-Shops. Die EAN-Nummer bezieht sich auf die Hähnchen mit dem Gewinde M5, also kleiner als das, was ihr hier gerade verbaut seht. Denn es ist das, was ich dazu herausgefunden habe, beziehungsweise ich habe die Firma einfach angeschrieben und die hat mir gesagt, welche Hähnchen ich nehmen soll. Andrea, du hast die Druckdose auch selbst gebaut und da hängen ja so viele Schläuche dran. Wo gehen die überall hin? Ja, die gehen an jedes Becken. In jedem Becken ist ein Luftheberfilter drin. In manchen Becken sind auch 2 Luftheber. Dann werden die Anhängeboxen, wo die Jungtiere aufwachsen, werden mit Luftheber betrieben. Meine Artemia-Brutbehälter werden damit versorgt. Also eigentlich alles, was Luft braucht, bekommt die von dieser Druckdose geliefert. Von den Druckdosen habe ich dann natürlich 2, weil ich auf jeder Raumseite an jeder Wand halt Becken stehen Genau. habe. Und eine Kamera, die mich filmt, weil du nämlich deine Tiere gerne selbst siehst, wenn du nicht im Keller bist, Genau. weil sie manchmal Dinge tun, die sie nicht tun, wenn man dabei zuschaut. So ist das. Oder wenn man vergesslich ist und nicht weiß, habe ich dann jetzt alle Filter wieder angedreht oder habe ich vergessen, einen wieder anzumachen. Bei den Lufthebern ist das ja so eine Sache, das kann man schwer automatisieren, weil die Hähne von den Abluftdrosselventilen, die drehen sich natürlich nicht von alleine oder nicht auf automatisch wieder zu, da muss man Hand anlegen. Genau, die muss man selber drehen. Ne? Und dann ist das schon mal ganz praktisch. Dann kann man auch noch mal von oben checken, ist jetzt auch wirklich alles wieder in Betrieb, was ich zum Füttern vielleicht ausgemacht habe. Von daher finde ich das ganz praktisch. Oder auch wenn man mal außer Haus ist, kann man mal nach dem Rechten gucken. Von daher finde ich diese Kameraüberwachung ganz gut. Ja, und da steht die eine für mich relativ kleine Luftpumpe für das, was sie an Leistung bringt. Die ist natürlich, wenn man die kleinen Luftpumpen von Sera und Tetra und wie sie alle heißen kennt, ist sie natürlich groß. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Geräte oder wie viele Filter damit Luft versorgt werden, Im Prinzip die ganze Anlage hier, ne? ja, finde ich das sehr erstaunlich. Aber Also im das hat noch einen Prinzip, Einhängefilter, ne? Ja, genau, den hatte ich von einem Becken übrig. Ach so. Und der war eingefahren und zu der Zeit war aber da der Mattenfilter noch nicht eingefahren und da habe ich vorübergehend diesen eingefahrenen Filter da dran und habe den jetzt da laufen lassen, weil einen eingefahrenen Filter kann man immer brauchen. Da bei Andrea die Druckdosen ja schon gebaut und montiert waren, zeige ich euch meine Bastelei. Als erstes habe ich ein dickwandiges PVC-Rohr bestellt. Link in der Videobeschreibung. Dickwandig nämlich 3 Millimeter, weil wir ein Gewinde zum Reinschrauben haben und das braucht schon ein bisschen Material für den Halt. Und das sind die von mir bestellten Abluftdrosseln. Das M5-Gewinde zum Reinschrauben. An das blaue Ende wird der Luftschlauch gesteckt und mit dem Schräubchen kann man dann die Menge regeln.
Dann wollte ich die Hähne schon irgendwie in einer Linie an der Druckdose haben. Die Idee mit dem Holzklotz ist sicherlich ausbaufähig, führte aber zum guten Ergebnis. Dann in gleichmäßigen Abständen markieren, wo die Löcher hin sollen und mit einem Körner die Stellen leicht punktieren, damit der Bohrer an dem runden Rohr nicht abrutscht. Für ein M5-Gewinde verwende ich einen 4,2 mm Bohrer an einer Standbohrmaschine, damit die Löcher gerade werden. Und dann wird mit viel Feingefühl und vorherigem Üben mit einem M5-Gewindeschneider das Gewinde in das PVC reingeschnitten. Dann müssen die Löcher noch entgrattet werden, damit keine PVC-Stücke rausschauen. Die Hähnchen haben nämlich eine Dichtung und die ist nutzlos, wenn wir das Loch nicht entgraten. Zum Abdichten der ganzen Geschichte habe ich Streifen ausgeschnittenem Teflonband genommen. Andrea hat es nämlich auch so gemacht. Und dieses Teflonband wird im Uhrzeigersinn und ziemlicher Frimmelarbeit auf das Gewinde draufgewickelt und dann wieder mit Feingefühl und möglichst gerade jedes Hähnchen in sein Loch reingeschraubt. Man darf allerdings nicht zu fest zuschrauben, weil das PVC ja nicht sehr hart ist und man kann das Gewinde überdrehen und dann gibt es ein Problem mit der Dichtigkeit. An die Enden des Rohrs werden Endkappen mit Tangit geklebt und ich würde das immer erst nach dem Bohren machen, damit man die Späne noch rausbekommt. Tangit braucht etwa 24 Stunden, bis es wirklich endfest ist. Normal sind die Luftschläuche eigentlich auch zu weich für die Aufnahme in diese Hähnchen. Eigentlich müssen da Schläuche dran, wie man sie zum Beispiel bei Osmoseanlagen oder Beregnungsanlagen verwendet. Also habe ich kurze Stücke davon geschnitten und sie reingeschoben. Und in die Seite zum Luftschlauch hin habe ich Lürlock-Adapter reingesteckt. Diese Lürlock-Adapter halten auch dicht. Den Link ganz ohne Affiliate gibt es in der Videobeschreibung. Und man kann nämlich mit den Lürlock-Adaptern die Luftschläuche ganz einfach auf- und abdrehen, wenn man es braucht. Dann muss man das Ganze auf Dichtigkeit prüfen. Ich hatte zum Glück ein Becken, was noch gar nicht eingerichtet war. Da konnte ich die Rohre eben auf Dichtigkeit testen. Und wenn die blöde Stuhllehne nicht so prominent wäre, hättet ihr das Ganze auch in scharf sehen können. Und so sieht eine meiner Druckdosen aus. Einen Fehler habe ich allerdings gemacht. Und das war, dass ich die Pumpe auch über so ein Hähnchen angeschlossen habe. Das geht zwar technisch mit dem Ablufthähnchen, aber es zischt echt laut und man hat das Gefühl, das Ganze ist irgendwo undicht. Was es aber nicht ist, das habe ich getestet. Und erst beim zweiten Mal bei Andrea sehe ich, dass sie als Zuleitung was wesentlich Dickeres genommen hat und auch noch ein Absperrventil dran gemacht hat. Und hier nochmal die Variante von Andrea. Das muss sich bei mir noch ändern. Wenn dann die Druckdose fertig ist, kann man mit einer Pumpe je nach Leistung viele Aquarien betreiben. Und schaut euch mal an, wie schön und kräftig das Wasser hier rausfließt. Da ich ein Herz für Leute habe, die selbst was basteln und optimieren, an dieser Stelle ein Werbehinweis. Die Luftheber könnt ihr bei Shrimp Paddle bestellen. Diese druckte Nils in 3D und er hat mir erzählt, dass er daran echt lange gesessen hat, die so hinzukriegen, dass sie besonders leise sind und einen schönen Luft-Wasserstrom produzieren. Andrea, kannst du sie mal genauer zeigen? Ja, kann ich gern machen. Ja, ich habe bei diesen Lufthebern, die sind sehr, also die Antriebe, die sind sehr gut. Ich hole hier mal einen raus. Die sind jetzt, meine ich, von Shrimp Paddle. Die lassen sich sehr gut anschließen und perlen, auch das Wasser perlt sehr schön weich aus den Rohren. Die setzen sich wie jeder andere Luftheberantrieb irgendwann zu. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich die dann rausnehme und bürste, dann dauert es nicht lange, dann ist der wieder zu oder er funktioniert gleich nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, trotz Bürsten. Und ich vermute mal, dass man mit der Bürste einfach mehr Schmutz in diese schmalen Rillen reinstopft, als dass man sie rausbürstet. Und deshalb habe ich mir überlegt, meine Antriebe anders zu reinigen und habe eine Möglichkeit gefunden, die wirklich extrem effektiv ist und in der ich im Prinzip, kann ich sagen, so in 5 Minuten alle meine Luftheber gereinigt habe. Und zwar nehme ich jetzt dafür den Osmosewasserschlauch. Da habe ich im Normalfall jetzt, stöpsel ich den an, damit ich von Becken zu Becken abriegeln kann.
mache ich jetzt mal nicht ran, weil ich das auch so zeigen kann. Man kann im Übrigen für eine normale Wasserleitung auch einen Aufsatz kaufen, auf dem man dann so einen Osmosewasserschlauch aufstecken kann und hat dann im Prinzip dasselbe System. Und dann nehme ich jetzt hier zum Beispiel vielleicht mal von dem Becken, das ist das Becken 3, nehme ich einfach jetzt hier mal den Luftschlauch ab, stöpsel den hier mit dem Osmosewasserschlauch zusammen und mache meine Osmoseanlage mal 2 Minuten an. Und dann spült im Prinzip Jetzt drückt mit ganz viel Druck das Osmosewasser durch diese feinen Rillen in diesem Antrieb und drückt dann den Schmutz, der da drin ist, wirklich raus. Man schiebt den nicht rein, sondern man drückt den raus. Das reicht auch schon, so lange braucht man das normalerweise gar nicht machen. Danach stecke ich den Schlauch wieder an. Jetzt dauert es da einen kleinen Moment, bis die Luftpumpe das Wasser rausgedrückt hat aus dem ganzen System. Ich finde es immer schön, wenn man sowas weitergibt, ne? Wenn auch andere davon profitieren können irgendwo. Wobei ich an dieser Stelle auch fairerweise noch sagen muss, ich schmücke mich ungern mit fremden Federn. Das ist was ich nicht mag, was leider im Internet sehr oft gemacht wird. Die Idee zu dieser Druckdose kam tatsächlich auch durch einen Instagram-Beitrag. Da gab es mal ein Druckdosen-Battle auf Instagram, wo jemand, also zwei Instagrammer, gegeneinander angetreten sind und jeder seine Druckdose gebaut hat. Und die eine Druckdose, die war ziemlich auf schick gemacht und gefiel mir aber technisch nicht so gut. Und die andere war halt diese Variante, die war vom Aquatechnik Tom. Und der Tom wollte mir die damals bauen, hatte dann aber keine Zeit. Und dann habe ich irgendwo gesagt, okay, ich baue sie dann einfach nach. Also die Idee an sich ist nicht von mir. Die ist einfach nur geklaut. Aber es ist alles nur Heyo, geklaut. heyo, Eyo, okay. Aber ich saß halt gern dazu, weil ja, die Aquarianer gucken überall schon mal und ich finde es dann fair irgendwo, wenn man sagt, die Idee ist von dem. Ob er sie auch geklaut hat, keine Ahnung. Auf jeden Wissen Fall. wir nicht, aber hab sie ist ich- auf jeden Fall genial und ihr dürft es ruhig nachmachen. Das war es auch schon für heute. Baut alles nach, erfindet bessere Lösungen und schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video bei Andrea im Keller wieder. Ciao!